We're gonna figure out what is vegetarian cooking in Vienna. Pistazien, Berberitze, Safran, Granatapfel, das sind so die Komponenten, die ich einfach liebe. Danke, Pavel. Ah. Jetzt brauchen wir mal einen größeren Tisch. Huh? The fountain of vegetables. Servus. Wie geht's euch? Hallo, servus. So, welcome to Veggie Vienna. I'm Jamie, this is Jamie, this is Jamie. We're three Jamies and we're at Jamie's vegetarian restaurant called Wrenkh in the first district of Vienna. Maybe we just explain, normally we're all naked chefs, but it's still spring and a little bit freezy. Yes, exactly. Just as it's typical in cooking shows, I prepared it already here on the side. And Berner Würstel, I don't know how you guys feel about it. I always loved it as a kid. I still do love it. Do you guys like Berner Würstel? It's like Pimp My Käsekreiner. Yeah, a little bit, yeah. Love-and-hate relationship with Berner Würstel. It's a hot love. Hot love, yeah. How come? I don't know, because always I feel a bit dirty after eating it, but at the same time I love it. Yeah. That's very Viennese. Yeah. So we're gonna make, because it's now in season, asparagus. This is smoked leek. Yeah, but I get my inspiration obviously on Instagram because especially as a fancy chef, you know, nobody else does it. So I'm always really fresh, you know. It's always like, oh, how did he come up with this idea again, wow. You know? And it's just, I don't know, 50 million views on Instagram, you know, but yeah. You're the chef or chef as a cook? Yeah, but I'm the elder brother. You're the elder brother. I'm the boss. You're the boss. Perfect. Only when our mother is not around. I'm pepper. I'm salt. I do love to tell English-speaking clients when they ask me what my profession is, I tell them I put fat and salt on stuff. Yeah. It's a great description what a Very chef nice. does. Do you need pepper? Yes, a little bit. Of course, I mean, the big difference between a professional chef and a home cook is that we just add more fat and more salt to anything. Butter. You smoke everything. Yes, of course. Perfect. I stopped smoking 10 years ago, so I gotta do it in the kitchen now. Veggie sausages. And with the rice paper, you get this nice, I don't know, kind of like Käsekreiner looking cheese crunch. Wow, your hands are beautiful. Oh, thank you. Perfect, thank you. Zwiebelsenf, and it's seasoned with yuzu kojo. Yuzu kojo is a chili lemon fruit Which you need to use actually after one star. Yeah, of course. I always have to make it sound a little bit more expensive. Of course. Yeah. The sauce is just asparagus stock, so where we cook the white asparagus in, with an oil made from leek greens. And here's the cheese, because we're missing the cheese in the Berner Würstel. It's water from Emmentaler cheese that Yumi, the cheese store in the 8th, is collecting for us. When they cut open an Emmentaler, there's little piles of water in the holes. And Sounds amazing. In 10 kilos of Emmentaler, they have like one schnapps glass. And it's a shit job to collect it. And it's so strong, it's like an Emmentaler soy sauce, basically. So you have your own cheese juice collector. Pretty nice. Yes. Trying this dish, I just get hungry for more Vienna. No, it's amazing. Man, you're better at my job than I am. Oh, sorry. Stop it, please. Ja, ist geil. Vielen Dank für den Besuch. Danke, was ihr alles macht für die Stadt, gell? Wir geben uns Mühe. Ja. Jetzt brauchen wir noch einen Fiaker, was uns abholt, bitte. Ja, bitte. Jenny, ein Fiaker, bitte. We're going now to TIAN. Let's say it's the holy grail of vegetarian cooking in Vienna or maybe in Europe. They have a Michelin-Star. They're one of the best restaurants in Austria each year, and yeah, it's crazy. It's like going to church. Hallo, guten Abend, hallo, 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 hallo. Holly, wie geht's dir? Alles gut? Fühle ich mich heute. Ich habe mich extra schön angezogen für euch. Ja, was dazu? Also es war schon komplett neu denken. Also da waren die Alarmglocken, wenn vegan gestellt worden sind. Ja.
Also ich fühle mich ganz unwohl, die haben alle einen Stress. Warst du überhaupt schon mal da drin in der Küche? Na, ich war noch nie. Viel Spaß, danke euch, gell? Aber ihr hattet hier unten schon das Restaurant ready, mehr oder weniger, zum Aufstehen? Genau, das war der Teil gewesen. Den haben wir jetzt eigentlich immer für Events oder abends. Und das war die Bar, die Disco. Vor 5 oder 6 Jahren haben wir dann mit den Säften angefangen, weil ich gesagt habe, ich will was Gleichwertiges zur Alkoholbegleitung. Vorausgegangen ist, ich war irgendwo Mittagessen im Sternenladen und habe dann Apfelsaft und Cola gekriegt. Ja. Okay. Müssen wir noch einen Michelin holen. Da brauchen wir Spezialisten. Ja, den brauchen wir sicher. Ja? Ich bin wie der Homer Simpson, wenn die anfangen zum Reden, weißt du? Michael kommt, Gott sei Dank. Wir machen die ganzen Garums, die wir da haben, Damaris, Alex. Es entsteht viel aus Resten, die uns sonst übrig bleiben. Und das können wir dann zum Würzen verwenden. Wir haben zum Beispiel... Tabasco. Ja, nein, Ketchup. Ketchup. Wir haben zum Beispiel mal einen Erdäpfelschalen-Garum gemacht und haben es dann in eine Erdäpfelcreme als Gewürzmittel mit rein verarbeitet. Und dann quasi aus den Erdäpfelschalen das Garum, die aus den Resten... Also in den Flaschen ist nichts drinnen, das ist alles nur Hokuspokus. Das ist Natürlich kommt alles auf einmal raus. exceptional, ja. Boah. Das schmeckt schon eigentlich fast wie so eine fertige Saté-Soße, weißt du? Also so einfach durch das Salz, weißt du, was sie normal so mit Fischsoße oder was holen. Das haben wir jetzt gemacht eigentlich, weil beim Robert, der hat eine Mäuseplage gehabt. Da haben sie die ganzen Beeten Ja. angefressen, er hat sie im Markt nicht verkaufen können. Und dann haben wir gleich 120 Kilo abgenommen und machen was draus. Boah. Schmeckt ein bisschen nach Ingwer sogar. Was wir halt dann bald gemacht haben, ist mit ein bisschen mehr Fermentation, so Getreidesachen anzufangen. Und davon haben wir uns einfach inspirieren lassen von das, was auf der Welt eigentlich schon gibt. Südafrika, Mahevo und Bushera. Es gibt dann Kvass, Brotlimonade, kommt aus Osteuropa ursprünglich. Es gibt Amazake in Japan. Und das wenden wir dann einfach an und machen unsere alkoholfreien Sachen damit. So lecker. Ja, da ist ein Popcornsaft. Hab ich leider keinen Partner. Aber hier so aus, als würde ich mich auskennen, weil ich verstehe gar nichts. Und heute der Flo hat mir auch was erklärt, sagt, du bist ausgestiegen, stimmt's? Auf die Art haben wir ein Ultraschallgerät bekommen, weil wir dem Paul erklärt haben, was das macht. Und ich gesagt, okay, holt das euch. Das ist zum Dreh. Es ist ein Magnetgerät, das einfach dann... du stellst die Artikulation fällt mir gerade sehr schwer, es tut mir leid. Im Prinzip stellst du ein Behältnis drauf, du tust was Magnetisches rein und das dreht das Ding. Alter, ihr seid ja komplett next level. Wurscht, was ihr auf der Scheibe dreht, das schmeckt auf alle Fälle gut. Also oben verwenden wir relativ wenig Gewürze. Ich glaube, teilweise nur Salz, um wirklich den Eigengeschmack zu haben. Und das, was wir dann da produzieren, ist einfach quasi von den Abfällen, was wir haben, dass wir da was noch draus machen. Wir verwenden schon jetzt zum Würzen, aber ich möchte nicht bei jedem Gericht nur Umami machen. Ja, natürlich nicht. Nein. Weil Dann ist auch Fahrt. wir haben schon echt viele Sachen ausprobiert, wo ich dann probiert habe und denke, scheiße mich an. Was ist so, kennst du das, wenn die ganzen Pappen zusammen sind? Zeit, Leibspeise. Speckknödel. Hast du extra eine Leibspeise, die viel K hat, damit du sagst, Nein. Die Speckknödelsuppe von der Mama die ist die geilste. Meine Nichte ist Vegetarierin. Sie kommt heim, er macht halt Suppen und sie sagt, Opa, da ist ja Fleisch drin. Ja, was, bist du jetzt Veganerin? Knollensellerie. Blätterteigmantel, da ist eine Perigord. Danke. Das ist der Money Shot, nennt man das so im Film? Boah.
bisschen Spargel. Wir haben schon den weißen Spargel einmal gebacken. Hier der weiße Spargel mit ist eine Creme aus Lerche. Dann haben wir das Grüne einmal umwickelt mit dem grünen Spargel. Und hier haben wir Soave Red. Das ist eine Chili-Sorte. Das ist crazy, einfach wie viel Tiefe und alles ihr da einfach rausholt. Das ist einfach grenzgenial. Wenn jetzt das Team kreativ ist und was vorstellt und ich sage, ja, das passt so nicht, heißt nicht, dass das scheiße ist, sondern jetzt passt es nicht, oder? Weil wir müssen halt vielleicht beim nächsten Mal schauen, gibt es irgendeine Komponente, was dann fetzt. Also, und entwickeln tut es echt die komplette Mannschaft gemeinsam. Da hat irgendwo eine Idee und nachher spinnt man sich aus. Und das ist das, was mir eigentlich am meisten taugt. Das ist keine One-Man-Show, sondern da sind super Persönlichkeiten dabei, die was so einen Drive haben. Servus. Wir haben da eine Buttermilch und Pistazie mit Physalis eingelegt, Buttermilch Panna Cotta unten, Pistazien d'accord, Buttermilch-Chip, ein bisschen Joghurt und Milch als Chip, Buttermilch-Sorbet und Pistazien wiederum mit Buttermilch als Sauce. Crazy. Guten Appetit. Danke, danke, danke. Ein architektonisches Meisterwerk. Ah. Bist du dabei? Es ist irgendwie alles, schaut irgendwie simpel aus, ist aber extrem hochgradig filigran und subtil, aber auch irgendwie voll tief, gell? Da ist halt einfach ganz viel Tiefe in dem ganzen Essen. Was du natürlich brauchst bei Gemüse. So gut. Ja, crazy. Zeit voraus halt. Ich war so geil. Danke, danke, danke. Danke, was ihr macht für die Stadt. So geil. Das war was. So, wir werden jetzt vegetarisches Restaurant. Memo an mich selber. Alles gut. So. Danke, danke. Das Reisfleisch könnt ihr uns ja liefern. Hier ist das Reisfleisch. And I think like it felt like we could do another 5 spots, you know, easily. Like we didn't even have to think so bad. There's so much places and there's such a culture even, you know, and there's such a variety which is so special, you know. We're here in a 1 Michelin-Star restaurant. They're just serving veggie and vegan food, you know. In the guest house where they also serve mainly meat, you can still find amazing vegetarian food, you know. There's pavin somewhere in between, you know. It's just everywhere. And we didn't even go to falafel places, you know. Obviously, where you usually go in the city, so easy. We're the vegetarian main city of Europe, you know. I don't think there's any other city with this amazing variety of vegetarian food, culturally, like old classic food, Michelin-Star food, in between, we have everything. Easy, come. See you later.